Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Barbara Hirsekorn aus der Aquarellwerkstatt und im heutigen Video geht es mal wieder um die Tonwerte und um die Bildkomposition. Wenn du gerne Aquarell malst und auch vielleicht mit deinem Skizzenbuch häufig draußen unterwegs bist, aber mit deinen fertigen Aquarellen doch relativ häufig unzufrieden bist, die Aquarelle sind zu durcheinander, zu wenig fokussiert, das Auge des Betrachters wird zu wenig geleitet, dann habe ich im heutigen Video ein paar entscheidende Tipps für dich, die deine Aquarelle auf ein ganz neues Niveau heben können. Seit vielen Jahren bin ich ja schon begeisterte Aquarellmalerin, habe meine Passion auch vor 3 Jahren zu meinem Beruf gemacht und bin gerne mit dem Skizzenbuch draußen unterwegs. Als ich anfing, intensiv Aquarell zu malen, so ungefähr 2012, sahen meine Skizzenbuchbilder ganz anders aus als heute. Ich hatte viel Freude, vor dem Motiv zu sitzen, draußen zu sitzen, zu malen. Das hat mir immer sehr viel Freude gemacht, aber mit meinen Bildern war ich doch oft nicht ganz zufrieden. Sie waren durcheinander, chaotisch. Es stellte sich nicht wirklich das Gefühl ein, welches ich beim Malen draußen vor Ort empfunden habe. Ich greife jetzt einmal in meinen Skizzenbuchstapel und zeige dir eine Skizze aus dem Jahr 2012. Wir schauen uns das gemeinsam an und sehen dann auch den Unterschied zu meinen heutigen Bildern. So, hier liegt nun das kleine Landschaftsaquarell aus dem Skizzenbuch von 2012, welches ich vor Ort im Herbst gemalt hatte und mit dessen Wirkung ich letztendlich nicht richtig zufrieden war. Das Bild hat bis auf den intensiven roten Fleck auf der linken Seite keinen richtigen Bildfokus und das Auge des Betrachters wird nicht wirklich sinnvoll durchs Bild gelenkt. Auf mich macht es einen etwas beliebigen Eindruck, was vor allen Dingen mit den unsortierten Tonwerten zu tun hat. Ich habe hier im Kanal ja schon öfter über die Wichtigkeit der Tonwerte gesprochen und wir verlinken hier oben rechts einen Film, der sich mit dieser Thematik besonders beschäftigt. Hier zeige ich dir jetzt ein Landschaftsaquarell aus dem Jahr 2023 und was ich in der Zwischenzeit über die Tonwerte gelernt und herausgefunden habe, ist das Thema dieses Videos. Ich werde dir 3 Möglichkeiten an die Hand geben, ein Landschaftsaquarell zu komponieren und du kannst diese Gesetzmäßigkeiten dann auf alle deine eigenen Bilder anwenden. Meine Aquarelle sind malerischer und überzeugender geworden und unterscheiden sich mittlerweile recht deutlich von dem flüchtigen Farbsketch aus dem Jahr 2012. Bevor ich das Bild anfange zu malen, mache ich mir Gedanken um die Sortierung der Tonwerte im Bild. Heute nehme ich dich mit in diesen Prozess, der für mich mindestens genauso wichtig ist wie das endgültige Malen des Bildes. Wenn die Tonwerte im Bild nicht gut und sinnvoll verteilt und komponiert sind, ist es meiner Meinung nach schwer möglich, überhaupt noch ein gutes Aquarell aus der Vorlage zu machen. Also ist dieser Prozess der Planung des Bildes wirklich wichtig, um sich viel Frust während und nach dem Malen zu ersparen. Ich habe also hier im Skizzenbuch mein Motiv 3-mal skizziert. In diesem Bild gibt es, wie bei fast allen Landschaftsaquarellen, 3 Bildebenen. Das ist einmal der Vordergrund, der Mittelgrund und der Hintergrund, in diesem Fall der Himmel. Diese 3 Bildebenen versuche ich relativ geschlossen mit 3 verschiedenen Tonwerten darzustellen. Die 3 Tonwerte sind das Papierweiß für den hellsten Tonwert, ein mittlerer Tonwert und ein sehr dunkler Tonwert. Was ich nun mache, ist die 3 Tonwerte in unterschiedlicher Art und Weise auf die 3 Bildebenen zu verteilen. So definiere ich meine Möglichkeiten und entscheide mich zum Schluss für die, die mir am besten gefällt. In der ersten Version werde ich den Hintergrund, also den Himmel, hell malen, den Mittelgrund dunkel und den Vordergrund im mittleren Tonwert. Beim Bauernhof im Fokus werden sich natürlich dunkle und helle Formen mischen. In der zweiten Version wird der Himmel wieder die hellste Form, aber der Mittelgrund wird nun mitteltönig und der Vordergrund dunkel gemalt. Ich bin gespannt, wie diese Tonwertverteilung das Motiv verändern wird. In der dritten Version male ich den Himmel in einem mittleren Tonwert, den Mittelgrund gestalte ich hell und den Vordergrund wieder als dunkelste Fläche im Bild. Dies sind die 3 Kombinationen, die mir jetzt erst einmal ausreichen. Du kannst sicherlich auch noch andere Kombinationen finden und schauen, welche Bildaussage zum Beispiel durch einen dunklen Himmel entsteht. Ich empfehle dir, diese kleinen Skizzen als Vorarbeit unbedingt selbst auszuprobieren und sie später für deine eigenen Bilder auch einzusetzen. Das Zusammenführen in großen Formen, die die Bildaussage strukturieren und sortieren, ist ein wirklich wichtiger malerischer Trick, um dem Bild mehr Einheit und Zusammenhang zu geben. Ich arbeite hier mit der Farbe Neutraltinte. Das könnte aber auch eine andere Farbe sein. Wichtig ist nur, dass das Bild jetzt monochrom entsteht und allein durch seine Grauwertstufen, also die Tonwerte, überzeugen und wirken soll.
Wie gesagt, wenn die Bildtonwerte nicht funktionieren, wird wahrscheinlich auch das Aquarell kein großer Wurf werden. Wir sehen anhand dieser 3 Skizzen, wie sich das Motiv sehr stark verändert und bestimmt hast du auch schon hier deinen eigenen Favoriten ausgemacht. Ich selbst arbeite relativ häufig mit dem ersten Schema und betrachte den Himmel als hellste Form. Setze dann einen dunklen Akzent im Mittelgrund und der Fokus befindet sich meist auch hier im Mittelgrund. Als Ausgleich dient dann die große Form des mittleren Tonwerts im Vordergrund. Nachdem ich also meine Tonwertoptionen durchgespielt habe und mich für eine Möglichkeit entschieden habe, skizziere ich mit wenigen Strichen mein Motiv. Ich beginne mit dem Horizont und trage dann die schwungvollen, ins Bild führenden Ackerfurchen ein. Den Mittelgrund bildet die etwas dunklere Buschreihe, die dann die Häuser im Bildfokus mit den helleren Formen gut sichtbar macht. Hier lasse ich einige Häuser weg und nehme nur die charakteristischen Formen der Dächer auf. Skizze und Foto bekommen die Unterstützerin der Aquarellwerkstatt wieder per Mail zugesandt. Wenn dir unsere Arbeit hier auf YouTube gefällt und du unsere Filme hilfreich findest und sie vielleicht sogar regelmäßig nutzt, freuen wir uns über eine Wertschätzung und Unterstützung, die unsere Arbeit hier erst möglich macht. Unter dem Video findest du den Link zu Steady, meine Unterstützung, und du kannst uns zum Beispiel mit 2, 10 oder 20 Euro monatlich hier unterstützen. Für die Unterstützerin unseres Kanals gibt es verschiedene zusätzliche Angebote und auch meine eigene neue Pinselserie ist zum Beispiel nur für die UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt verfügbar. Vielleicht hast du Lust, hier bei uns in der Community mitzumachen. Ich würde mich freuen. Die Materialien für mein nun folgendes Aquarell sind Lichter Ocker von Winsor Newton, Alizarin Karmesin, Cadmiumfreies Rot, Sienna gebrannt von Winsor Newton, Ultramarin Feinst von Schminke, Green Appetite Genuine von Daniel Smith, Perilane Green von Schminke. Ich arbeite auf Arsch-Büttenpapier und mit den 3 Pinseln meiner eigenen Pinselkollektion, ein Eichhörnchen-Verwaschpinsel Größe 12, ein Rotmarderpinsel Größe 10 und ein synthetischer Detailpinsel in der Größe 6. Ich beginne jetzt mit dem Himmel und einer Mischung aus Ultramarinblau und Cadmiumrot. Der Himmel soll laut meiner Tonwertskizze ja die hellste Form sein. Ich male hier also mit viel Wasser und spare die hellen Hausdächer bei diesem Farbauftrag aus. Solange die Himmelsfläche noch nass ist, setze ich nun die Hausdächer mit verschiedenen Rottönen als Flecken in mein Bild. Das Rot darf in die Umgebung hineinfließen, denn hinter den Häusern male ich später mit dunklen Tonwerten ja den Wald noch. Das ist für mich einer der entscheidenden Vorteile der Planung mit Tonwerten, bevor ich anfange zu malen. Denn ich weiß jetzt schon, welche Formen ich im zweiten Farbauftrag, wenn die dunklen Farben gemalt werden, nutzen kann, um helle Motivteile stehen zu lassen. Mit einer Mischung aus Green Appetite Genuine und Ultramarin Feinst setze ich jetzt die erste Lasur für die entfernten Bäume und das hügelige Hinterland. Ein paar Bäume zwischen den Häusern und vor den Häusern deute ich auch mit dieser Farbe an. Mit Lichter Ocker, Sienna gebrannt und Green Appetite Genuine male ich jetzt das Feld. Die Pinselbewegung folgt dabei den schwungvollen Ackerfurchen auf meiner Vorlage. Dies ist jetzt der mitteltönige Vordergrund. Ich arbeite also mit relativ kräftigen Mischungen und weniger Wasser als im Himmel, damit die Farbe jetzt den mittleren Tonwert nicht verlässt. Die Farbe selbst soll natürlich variieren und nicht langweilig und flach aussehen. Ich mische Sienna gebrannt, Lichter Ocker, Green Appetite Genuine und nehme nach vorne hin etwas mehr Blau in die Mischung. Mit dem Malspachtel ritze ich ein paar Stoppelhalme hinein und ich spritze in den Vordergrund, um Struktur zu erzeugen. Dunkle Schatten mit cremiger Farbe deuten einige Halme an.
Nach dem Trocknen kommt nun der zweite Farbauftrag. Er befasst sich häufig mit den dunkleren Tonwerten und ich setze also mit einer Mischung aus Perilene Green und Ultramarin Blau die entfernten Bäume ein. Ich ummale die Hausdächer mit dieser dunklen Farbe und definiere sie so neu als helle Form. Die Büsche im hinteren Mittelgrund werden mit einer etwas wärmeren Grünmischung angedeutet. Einige Hausdächer intensiviere ich nun noch einmal. Hier befinde ich mich ja im Bildfokus, wo der gesamte Tonwertbereich von hell nach dunkel vertreten sein soll, um das Auge des Betrachters zu fesseln. Ich füge also noch relativ dunkle Schatten in die Hauswände und unter den Dächern ein. Und ich male ein paar Details wie Fenster und Türen. Auch das Feld strukturiere ich noch mit ein paar Strichen und male den Mittelgrund hier noch etwas dunkler, um dieser Form mehr Gewicht und Geschlossenheit zu geben. Wir sehen also, ich habe meinen anfänglichen Tonwertplan eingehalten. Der Himmel ist die hellste Form, es folgt der Mittelgrund mit den dunkelsten Tonwerten, dabei wird im Bildfokus natürlich mit starker Abwechslung von hell nach dunkel gearbeitet. Der gesamte Vordergrund ist im Mittelton gehalten. Dies ist eine geschlossene Bildaussage, die malerisch wirkt und das Auge des Betrachters direkt zum Bildfokus hinleitet. Im Vergleich noch einmal das Bild von 2012. Der Unterschied ist, glaube ich, hier deutlich zu sehen. Ich hoffe, dieser Film war für dich hilfreich und du hast Lust, die Sache mit den Tonwerten in deinen eigenen Aquarellen auch mehr und mehr anzuwenden. Wir freuen uns wie immer über ein Like oder Kommentar unter dem Video, über ein Abonnement oder eine Wertschätzung unserer Arbeit hier auf YouTube. Der Link zu unserem Mitgliederbereich via Steady befindet sich unter dem Video in der Videobeschreibung. Hier findest du auch alle im Video verwendeten Materialien. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.